Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd und im heutigen Video beschäftigen wir uns mit Kienhalter. Für den einen sozusagen eine Nebensächlichkeit, für andere aber sowas wie ein Lebensinhalt. Mehr davon nach dem Intro. Danke, Tobias. Also generell muss man mal sagen, es hat eine Berechtigung, weil halt einfach die Leute verschieden sind. Vom Kiefer, von der Halshöhe her, von einem Instrument, das eine hat niedere Zagen, das andere hat höhere Zagen. Ja. Also ein paar Sachen sind nachvollziehbar. Angefangen habe ich einmal, das ist x Jahre her, dass ich so mit Zahntechniker Abformmassen, also so ein Rolling gemacht habe und dann einfach so eine Masse aufgebracht habe, die Musiker dann einen Kien eingedruckt haben. Ja, und die habe ich dann nachgemacht in Holz. Die haben alle perfekt gepasst und letztendlich spielt keiner mehr damit, weil es zu genau passen. Das heißt, die haben diese Freiheiten nicht mehr gehabt. Also ein Instrument einfach, dass man sich bewegen kann, dass man sich rühren kann. Also das hat nicht funktioniert. Ist wahrscheinlich 30 Jahre her, wo ich das gemacht habe. Ich weiß. Die sagen jetzt Leute sofort, das kann ja nicht sein, 30 Jahre, das sieht ja viel jünger aus. Nein, sagt eigentlich niemand. Also na doch, viele sagen das. Viele. Nein, du hast halt einfach früher angefangen mit dem Geigenbauen. Ja, mit 4 Jahren. Generell bei Kienhaltern geht es einmal um das Thema, spiele ich seitlich vom Saitenhalter oder spiele ich überm Saitenhalter? Wenn ich seitlich spiele, kann man relativ viel machen, auch sehr niedere, was bei Kindern oft ein relevantes Thema ist. Wenn ich drüber gehe, wie es zum Beispiel bei dem Modell da ist, dann brauche ich eine gewisse Höhe, weil einfach der Saitenhalter unterhalb einen Platz braucht. Und zwar, der braucht schon anständigen Platz, weil der rührt sich wirklich. Da gibt es übrigens auch so ein Reel bei Instagram, wo man sieht, wie sich ein Saitenhalter wirklich bewegt. Das ist mit einer Stroboskoplampe aufgenommen worden. Generell beim Kienhalter heißt ich brauche die Gesamthöhe vom unteren Bodenrand bis oben zum Kienhalter und das variiert dann, deswegen braucht man verschiedene Kienhalterhöhen. Das variiert natürlich immer, wie hoch sind die Zagen. Wenn ich halt eine Bratschen habe, wo die Zagen, was weiß ich, 34 mm hoch sind, ist das ein Unterschied, als wenn ich Zagen habe, die 41 mm hoch sind. Ja, weil da sind, wenn ich jetzt schnell rechne, gleich, sagen wir mal, 7 mm Unterschied. Und das macht verdammt viel aus. Beurteilen kann es eigentlich nur ein Musiker selber, ob das angenehm ist, ob es einem passt oder nicht, von der Höhe her, von der Neigung, weil ich kann einen Kienhalter ja. Ich kann ihn im Prinzip von der Höhe variieren, ich kann ihn so von den Neigungen variieren, ich kann ihn so von den Neigungen variieren. Das sind Sachen, da tritt im Prinzip jetzt ein Phänomen auf. Also, wenn Studenten oder Studentinnen beim Professor A sind, der schwört zum Beispiel dann auf einen bestimmten Kienhalter, weil er halt ihm am besten passt. Es kommt dann vor, dass ein Teil dieser Belegschaft auch so einen Kienhalter brauchen, aber unter Umständen passt gar nicht ideal. Wenn man dann sieht, dass die Leute da also einen richtigen Druckfleck haben, der unter Umständen sich entzündet oder Wimmerl kriegt und was weiß ich alles, dann ist es bis zu einem gewissen Alter sicherlich der Kienhalter. Irgendwann könnte es auch der Freund sein, das weiß man nicht so genau. Aber in Wirklichkeit soll es passen und soll angenehm sein. Das heißt, immer dann, wenn ich eine scharfen Kanten irgendwo habe, das kann nicht angenehm sein, weil es in jedem Fall ein Druckstell verursacht. Ja? Also die Kienhalter, die wir machen, da schauen wir schon drauf, dass das im Prinzip wirklich alles sehr harmonisch und rund ist, egal jetzt wie die Form ausschaut. Ja? Dann brauchen die Leute natürlich auch gewisse Kanten, dass sie den Kiefer einhängen können. Ja? Aber es darf auch nicht zu viel sein, weil sonst hast du unterhalb wieder einen Druck. Ja? Und jetzt geht es dann auch darum, es geht um Kienhalter-Sammlungen. Im Prinzip braucht man einen Kienhalter, der passt. Es gibt aber dann Leute, die, ich sage jetzt einmal, Laden voll haben. Im Prinzip braucht man nicht Europas größte Kienhaltersammlung. Genau, im Prinzip braucht man nicht Europas größte Kienhaltersammlung, sondern man braucht eigentlich nur einen, der passt. Und wenn man jetzt einen auffertigt für jemanden, ist kürzlich erst passiert, ich habe vergessen für wen. Da hat es einen Kassen super. Und ich habe dann nur gesagt sofort,
gleich unterschreiben, dass er passt. Ja? Weil das ist was sich immer wieder verändert. Was verständlich ist, wenn ich halt eine Spültechnik, eine Spülweise, eine Haltungsweise ein bisschen verändere, dann kann es durchaus sein, dass man natürlich einen Kienhalter von der Höhe her wieder verändern muss, von der Neigung verändern muss und. Bei den Geigen ist das Problem noch ein kleines bisschen kleiner, weil die Geigen einfach wesentlich leichter sind und kleiner sind. Das heißt, da sind diese ganzen Hebeln, die da wirken, unproblematischer. Beim Cello ist er sowieso super, ja? Also da passt faktisch jeder Kienhalter. Und bei den Bratschen, speziell bei den Gräsern, ist es halt dann so, da kommen schon ganz schöne Kräfte zusammen. Und es gibt halt dann auch die Fälle, wo die Leute wirklich schon Schmerzen im Knack haben. Das ist weniger gefragt. Weil, wie gesagt, wenn ich halt Schmerzmittel nehmen muss, dann muss das einen vernünftigen Grund haben. Entweder eine durchzechte Nacht im Vorhinein. Oder ich traue mich nicht zum Zahnarzt. Oder ich traue mich nicht zum Zahnarzt. Ich habe gewusst, dass das kommt. Also es gibt ein paar Kriterien und man kann das meistens, wenn ein vorhandener Kienhalter da ist, der halt dort oder dort nicht passt, dann tut man sich natürlich schon viel leichter, dass man eine Vorstellung davon hat, wie sollte der ausschauen. Ja? Und in Wirklichkeit schaut es jetzt bei uns so aus, es gibt dann sowas wie Standard-Kienhalter und es gibt halt auch Sonderfertigungen. Und meistens kugeln jedes Jahr aus der Serie von den Sonderfertigungen 2, 3, 4 Stück in die Serien ein. Die Serien sind sozusagen dann einfach auch billiger, weil der Aufwand natürlich viel kleiner ist, wenn das alles schon hergerichtet ist. Die Sonderfertigungen sind ein bisschen kostspieliger. Und da unterhalten wir uns jetzt sozusagen noch immer nicht über irgendwelche Kienhalterschrauben oder wie bringe ich den Kienhalter vernünftig auf. Das ist dann ein eigenes Video, damit man einmal versteht, was so die Unterschiede sind. Jetzt geht es nur um die Kienhalter. Jetzt gibt es noch einen weiteren Aspekt, und zwar, ich habe ja unten beim Instrument, dort wo der Knopf drinnen ist, habe ich ja einen Klotz im Instrument. Nicht? Wenn ich den Kienhalter dort befestige, wo ohne dies der Klotz drinnen ist, ja, also auch wenn ich seitlich des Saitenhalters spiele, ja, kann ich das trotzdem dort befestigen, wo der Klotz drinnen ist. Ja. Das hält richtig was her. Wird immer relevanter, je höher ein Kienhalter wird, weil natürlich diese Kräfte, wenn ich dann mit dem Kien aufdrücke, immer stärker zum Tragen kommen, ist auch logisch. Ja. Wenn ich das seitlich über die Zagen montiere, ja, das heißt, ich habe keinen Klotz innen, dann kann passieren, wenn das nicht gut passt, dass ich es immer fester anziehen muss und dass sich die Zagen deformieren anfangen. Das muss dann geöffnet werden, das muss gestützt werden innen, dass das herhält. Und da kommt es dann zum Beispiel wieder darauf an, habe ich Schwartenzagen oder habe ich stehende Zagen. Die stehenden Zagen sind sozusagen formstabiler als Schwartenzagen das sind. Das ist zum Beispiel da jetzt ein Kienhalter. Der wird im Prinzip seitlich vom Klotz montiert, ja, und geht aber dann trotzdem drüber. Also eigentlich eine blöde Idee von mir, habe ich irgendwann einmal gemacht. Ja? Also macht keinen Sinn. Ja? Zusätzlich ist noch eins, wenn ich seitlich vom Klotz, also wirklich in dem Bereich da, spaune, dann kann das gut sein, dass das am Klang bei bestimmten Frequenzen einen richtigen Einfluss hat. Ja, so wie es auch Cellisten kennen, wenn sie ein Cello fester zwischen die Viers nehmen, dann können sie das beeinflussen, ob ein Wolfton stärker oder weniger stark da ist. Eins ist beim Kienhalter auch noch relevant, dass der nicht zu schwer und zu klobig ist, weil das klanglich hat sich das überhaupt nicht bewährt, wenn das so richtige Holzbackeln sind, die da drauf sind. Und man kann da im Prinzip, wenn man es ein bisschen wiffer macht, kann man das, ich sage jetzt einmal ganz gut umgehen, dass man auf der einen Seite eine großflächigere Teller hat, ja, aber die trotzdem dünner ausarbeiten kann und die verstärkt man unten dann im Prinzip über solche Rippen. Ja? Also man sieht das da auch ganz gut. Ja? Die bleiben einfach aus dem Holz stehen, das wird anders ausgearbeitet. Ja? Und damit habe ich trotzdem diese Stabilität, die ich brauche, aber natürlich viel weniger Gewicht. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wie viel Kienhalter ihr in den Schubladen habt. Ich nehme jetzt an, bei Fetischisten ist das so wie bei den Damen, wenn es dann, ich weiß nicht, 840 Paar Schuhe haben. Das würde mich interessieren, was so herumkugelt, weil die Vermutung ist, dass das einfach Unsummen sind, ja, die da irgendwo brach liegen. Ja. Und ja, wir müssen sogar nachdenken darüber, ob wir da so ein Recycle-Umverteilungs- und ich helfe jemandem in Kienhalternot-Projekt ins Leben rufen sollten.
Nein, ich hab mir eher gedacht, die kosten ja ein bisschen was, da laufen die Leute nicht Gefahr, dass zu viel von dir auf Lager legen. Ja, wie gesagt, Ebenholz ist ein sehr verträgliches Material. Ja. Bei Palisander ist das schon wieder was anderes. Bei Fernambuk-Kienholder ist es auch wieder was anderes. Also die können schon Irritationen verursachen. Weil einfach die Hölzer sind. Der Nachteil von einem Ebenholz-Kienholder ist, wenn man den macht, schaut man halt nachher aus wie ein Raufangkehrer. Ja, weil du einfach ganz schwarz bist. Aber deswegen macht man ungern jetzt einen geschwind zwischendurch, so wie Griffbrettel anziehen. Da schaut man, dass man ein paar macht, weil schwarz ist man sowieso und die Werkstatt muss man sowieso wieder zusammenrahmen. Alles dann. Das war's fürs heutige Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Pfiat euch! Wie? Eins kommt noch dazu. Natürlich. Rein. Einschneiden. Einen Raufangkehrer, den wir anstellen oder zum Ebenholz schleifen. Oder die Kathi. Ich wollte gerade sagen. Schnell und schmerzenlos. Voll super. Ja, es wird nicht viel zum Untertiteln sein. Mei, danke. Ich hab mir gedacht, ich werde jetzt so eine Uhr aufstellen, die piepst so eine Art Wecker mit einem Countdown. Dass du weißt, du hast noch 2 Minuten Redezeit und dann ist vorbei. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr für Sammlungen habt, wie groß das sind. Wir küren dann den Gewinner. Baust du deine Armee von Kienhaltern auf? Kommt der Jochen? Du musst ein bisschen fast zugehalten oder wirklich so herhalten, dass es die Leute sehen. Und weißt du, alles was du nicht siehst, sehen die Leute und umgekehrt. Ja, das ist ganz super. Das ist ganz toll, ne? Jeder Bart in der Nase. Die einen machen es halt ein bisschen geschickter, dass man es nicht sieht. Am besten tun wir die Leute in einem Auto drinnen sitzen, weil sie glauben, sie sind daheim und keiner sieht's. Alles voller Fenster rundum und um. Im Ab hinten mit dem Blech habe ich einen Vorteil, aber. Wer kann auf sowas spielen? Nur nix, sag Schwede! Du nix nehmen! Immer machen alle kaputt! Morgen! Morgen! Das war wirklich ein bisschen Arschwochen. Das stimmt. Geschissen Haas immer. Na okay. Du, 40 Grad in der langen Hosen. Muss gehen, oder? Ja, Das kann kein Thema das sein. kannst du ja mental machen, verstehst Ja. Ja, ich habe 14 Tage lang gebetet, dass ich ein Vorrat kriege. Das hat überhaupt nichts gebracht. Dann habe ich eins geklaut und habe 14 Tage lang um Vergebung gebeten. Das war gescheiter. Weil die Geigen einfach wesentlich leichter sind und kleiner sind. Das heißt, da sind diese ganzen Hebeln, die da wirken, unproblematischer. Herr Mört, wie viele Hebeln wirken da so? Jetzt rein vom technischen Standpunkt her. Ich habe heute keinen Techniktag. Ich habe heute einen Esoteriktag. Also, ja dann. Und da hebel ich da jede Technik aus. Dann weiter im Programm. Dann so gut so. Dann weiter im Programm.